Herr Ulrich, wir sehen uns zum ersten Mal in Ihrem und in meinem Leben in einer Interviewsituation. Ich hätte, glaube ich, nie gedacht vor 15, 20 Jahren, dass es da noch mal zu einem Interview mit Ihnen kommt, nach all dem, was natürlich geschehen ist, in den unterschiedlichen Rollen, die wir beide eingenommen haben, Sie als Radrennfahrer, ich als Journalist. Jetzt gehen Sie an die Öffentlichkeit und mit einer Doku-Reihe, in der Sie auch selbst sehr viel über sich, über die Vergangenheit und auch über die Gegenwart erzählen. Was hat Sie dazu bewogen, das zu tun? Der Punkt war das, dass ich vor 5 Jahren ja diese extremen Lebenskrise, extremen Lebensabsturz hatte. Ja. Und das kann ich ja heute sagen, den ich gerade so überlebt habe. Aber ich habe dann umgeschaltet, ich habe mich fürs Leben entschieden und danach musste ich nochmal komplett umdenken. Wie es so weit gekommen ist, was ich jetzt überhaupt noch im Leben will, was ich erwarte vom Leben. Und da kam ich dann, nachdem ich 2 Jahre mich wieder körperlich und auch mental wieder gestärkt hatte, zu dem Entschluss, ich muss mit meinem Leben nochmal richtig ins Reine gehen, ins Reine kommen. Ich muss das mal für mich persönlich verarbeiten und ich muss auch mal das aussprechen, was mir auf der Seele liegt. Ja, und so ist es praktisch gekommen, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt mal. Damals waren dann Ideen, Jakobsweg, persönlicher Jakobsweg, Retour des Lebens und das habe ich praktisch mit der Doku auch gemacht, dass ich gesagt habe, ich gehe nochmal in mein Leben komplett zurück bis in die Kindheit und arbeite meine ganzen Dämonen und meine ganzen Sachen, die hängen geblieben sind, die ich so viele Jahre verdrängt habe und die ich nicht aufarbeitet habe und auch nicht rausgelassen habe, die arbeite ich jetzt mal aus. Dass nicht wieder sowas passiert wie 2018 in Mallorca. Was war da passiert? Ja, 2018 hatte ich meine größte Lebenskrise und ich hatte extremes Alkohol- und Drogenproblem und hatte einen riesen Absturz. Ja. Der hätte auch noch schlimmer enden können? Was dann noch gekommen wäre, wäre praktisch noch tot gewesen. Ja, also ich war wirklich am Boden. Also ich war mehr ging nicht und ich glaube, dass ich als Leistungssportler, der sich so schinden kann, der hat auch sehr viel leiden können. Also ich habe mich extrem auch in die falsche Richtung praktisch Leid ertragen können und das war praktisch das Maximum, was ging. Also mehr ging vom körperlichen und geistlichen nicht mehr. Also der nächste Step wäre praktisch dann der Tod gewesen. Ja, ja. Wie ist es dazu gekommen? Das ist ein jahrelanger Prozess gewesen. Das fing ja damals an praktisch mit 2006, wo ich aus der Tour de France genommen bin. Da fing das an. Ich glaube, jeder in Deutschland kann sich noch entsinnen, dass ich aus der Tour de France rausgenommen wurde, dass ich suspendiert wurde, dass ich auf einmal von einem Siegesanwärter der Tour de France auf einmal ging der Boden auf und ich bin durchgerasselt in die Tiefe. Ich wurde dann auch komplett allein gelassen. Ich war auf einmal nur noch mit meinem wirklich engsten Kreis zusammen. Ich wurde von ganz Deutschland bombardiert. Ich wurde massiv unter Druck gesetzt und so weiter. Und diese ganzen Sachen, ich glaube, da kann sich in Deutschland noch jeder dran erinnern irgendwo. Dopingvorwürfe und so weiter. Und dann habe ich mich entschlossen, kein Geständnis abzulegen, sondern ich habe mich entschlossen, die Konsequenzen zu tragen aus dieser ganzen Situation und damit allein fertig zu werden. Das war, glaube ich, so der Ansatz erstmal, dass ich gesagt habe, pass auf, ich bin so ein Kämpfer vorm Herrn, ich schaffe das mit mir selber ins Reine zu kommen, ich werde das für mich verarbeiten und ich werde das aufarbeiten für mich. Und habe da auch irgendwie von außen und von innen auch keine Hilfe zugelassen. Ja. Und so wurde es aber, das habe ich aber leider nicht geschafft. Und das wurde immer mehr und immer mehr und ich wurde immer schwacher und schwacher. Und das hat mir meine Substanz praktisch immer mit jedem Jahr so ein bisschen mehr aufgefuttert, sage ich jetzt mal, ja. Bis ich das dann betäuben musste. Und dann ging es los mit Alkohol und später dann kam zu leichten Alkohol wie Wein, kam dann Whisky dazu und wo das auch nicht mehr ausgereicht hat, kam dann noch Kokain dazu und dann war es praktisch geschehen um mich. War das große Problem für Sie in dieser langen Zeit
eher die Bedrohung von außen, dass es irgendwann auffliegen könnte? Oder war es das Gefühl, ständig lügen zu müssen, quasi ein Stück weit auch zwei Rollen zu spielen? Ich sage Ihnen mal ehrlich, wie es ist, auffliegen, dass es auffliegt, da hatte ich gar keine Angst vor. Was ich jetzt ausgesprochen habe, so lange mit mir herumgeschleppt habe, ich glaube, das war irgendwo schon jedem bewusst. Ja, also das fing ja schon mit meinen Aussagen damals ganz früh an, dass ich nicht mehr gesagt habe, ich habe nicht gedopt, sondern ich bin der Meinung, ich habe niemanden betrogen. Ja, und ich habe mir keinen Vorteil verschafft. Aber ich konnte natürlich auch nicht sagen, dass ich nicht gedopt habe. Und da habe ich dann verstanden, da war aber noch keiner so weit, dass es verständlich war irgendwie. Die Öffentlichkeit und auch teilweise die Medien waren auch noch nicht mit diesem ganzen Doping, die waren einfach noch nicht so weit, ja, dass das jemand verstanden hat. Waren wir eine Bedrohung für Sie damals, wir Journalisten, die da recherchiert haben? Eine persönliche Bedrohung war das schon ein bisschen. Ja. Also ich habe mich schon bedroht nicht, aber das war so. Es wurde schon teilweise unter der Gürtellinie geschossen. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo man mich auch bewusst versucht hat reinzulegen, wo man irgendwie was rauslocken wollte, was vorher abgesprochen war, wo ich nicht sagen konnte. Ja. Und solche Sachen sind da passiert ich stand ja vor einer viel größeren Sache. Die Konsequenz für mich ist ja, dass ich ein Jahr später meine Karriere beendet habe. Das war ja die Hauptkonsequenz, ja, für mich. Damit habe ich gezeigt auch schon, da ist irgendwas und ich ziehe die Konsequenzen auch, ich trage auch die Konsequenzen. Aber dieser Druck, der da auf mich entstanden ist als Einzelperson, weil auf einmal war jetzt kein Team mehr da, auf einmal war keiner mehr da, der hinter mir stand, der irgendwie auch mit mir gelitten hat, ja. Sondern ich wurde einfach fallen gelassen und das fand ich damals nicht fair. Und die Medien waren natürlich auch nicht zimperlich, das ist schon klar. Von wem fühlten Sie sich ungerecht behandelt? Ungerecht behandelt fühlte ich mich in dem Moment tatsächlich vom Team, weil intern ja viel mehr bekannt war. Ja, sie wussten genauso viel, wie ich wusste. Und auch teilweise von den Medien. Aber da sehe ich jetzt mal, bei Medien muss man einen ganz großen Unterschied machen. Ja. Da gibt es ja vom Paparazzi bis hin zum klassischen und auch seriösen Medium. Ja. Und damit war ich auch nicht vorher noch nie konfrontiert und die Erfahrung hatte ich auch gar nicht. Ja, ich wusste ja gar nicht, ich war ja nicht doch vorbereitet auf solche Situationen. Man hat Sie ja auch in den Medien hochgejubelt, man hat in Ihnen quasi den Radsport-Messias gesehen. Sie haben die Tour de France 1997 gewonnen als erster Deutscher. Also Sie waren quasi so ein Stück weit im Olymp des Sports, sind ja auch von Medien in diese Richtung auch gelenkt worden. Das ist richtig, ja. Hat es dann deshalb für Sie besonders geschmerzt oder war es besonders schwierig für Sie, dann zu sehen, wie genau das Gegenteil passiert? Die Fallhöhe war natürlich von da oben, wo ich auch von den deutschen Medien hingeschrieben wurde. Also ich hatte sportlich das erreicht, was im Radsport erreichbar ist. Ja, das stimmt. Aber du kennen wir ja auch unsere Deutschen. Und da wurde natürlich auch mit Begriffen, mit Superlativen um sich geschmissen und so weiter. Und die Fallhöhe dann war extrem hoch. Ja, die hatte, glaube ich, außer Lenz noch, vielleicht kenne ich jetzt keinen zweiten, der eine ähnliche Fallhöhe hatte. Sie hatten Menschen um sich herum, die Sie geschützt haben. Das war, glaube ich, überlebenswichtig in der damaligen Zeit. Aber es wird wahrscheinlich auch Menschen gegeben haben, Schulterklopfer, die falschen Freunde, die man hatte, die dann irgendwann nicht mehr da waren. War das auch eine Zeit der großen Enttäuschung für Sie? Auf alle Fälle, ja. Wo ich mich ein bisschen dann gefasst hatte, in der ersten Zeit hat man das natürlich extrem gemerkt, alle haben sie abgewandt, ich habe willst du sagen, vom besten Pferd im Stall praktisch, auf einmal war ich nicht mal mehr ein Ackergaul, also, um in Bildern zu reden. Nein, das war so schwer und ich habe mich ja natürlich jetzt wo ich mich mit mir selbst noch beschäftigt habe, nochmal versucht, da reinzudenken. Das ist ja schon lange, lange her, das waren 16 Jahre ist es her. Und da kann man tatsächlich noch diesen inneren Schmerz fühlen. Ja, das ist ja meine Welt ist ja komplett untergegangen. Ja, das war einfach so. Und da war ich nicht vorbereitet drauf. Und das hat meinen engsten Kreis natürlich auch mit runtergerissen. Meine Ex-Frau und so weiter und ja, auch meine Familie. Aber ganz viele haben sie abgewandt. Sie haben bei der Filmpremiere gesagt,
dass Sie eigentlich viel früher hätten an die Öffentlichkeit gehen sollen. Sie sagen, ich war ein Kämpfer, ich stehe das durch. Warum haben Sie diese Entscheidung damals für sich so getroffen? Weil Sie selbst das wirklich wollten oder sind Sie auch falsch beraten worden? Heute wissen wir, dass der Radsport damals ein großes Dopingproblem hatte. Ja, das war aber zu dem Zeitpunkt, wo die Fuentes-Affäre war, wo auch mein Name dann eben gefallen ist, noch gar keinem klar. Und ich wollte auf keinen Fall, ich habe den Radsport so geliebt, dass ich auf keinen Fall der Verräter sein wollte. Mit irgendeinem Geständnis. Wem hätte ich denn da geholfen? Hätte ich dieses System kippen können? Sind wir mal ehrlich, ich hätte es mit einer Aussage von mir, mit einem Geständnis von mir, hätte ich mich nur selber an den Marterfall stellen müssen, ja, oder wie willst du sagen? Aber ich habe den Radsport zu doll geliebt, um ihn irgendwie zu schädigen. Ja, ich habe mir damals gesagt, ich sag nicht, ich reiß da keinen mit rein, ich werde da keine Familien zerstören und so wie es bei mir war, ich habe da den Druck gespürt. Und außerdem hatte ich ein Beraterteam natürlich. Und damals muss man mal vorstellen, also kurz davor hatte ich noch Teamkollegen, Sportler, Freunde und war im Peloton, war in der Familie des großen Radsports unterwegs. Und auf einmal waren die meisten Leute, die um mich rum waren Anwälte. Ja. Und die haben das natürlich Kalkül eingeschätzt und die haben gesagt, das ist ein laufendes Verfahren, da kommt noch ein Strafverfahren und das. Also wir raten dir garantiert, stillzuhalten. Und diese beiden Sachen kombiniert haben mich erstmal zu dem Entscheid geführt, dass ich nichts sage. Ja, dass ich erstmal abwarte, das Verfahren abwarte, so wie mein Kreis mir empfohlen hatte. Ja. Das war verdammt schwer für mich. Ich wollte weder noch Halbwahrheiten sagen, wenn ich ein Geständnis mache, noch wollte ich jemand mit reinziehen. Meine Konsequenz, die ich daraus hatte, habe ich gesagt, okay, ich trage die Konsequenz, ich muss meine Karriere beenden. Ja? Und so wollte sicherlich kein Champion seine Karriere beenden. Wie viele Jahre haben Sie insgesamt gedopt? Wie viele Jahre ich insgesamt gedopt habe? Da muss ich ja mal rechnen. Ja, wir können ja sagen, da können Sie selber zusammenzählen. 96. Ja. Fing's an? Fing's an. Also 10 Jahre bis 2006? Genau. Sie sagten ja immer, Sie haben niemand betrogen, weil Sie haben im Prinzip Waffengleichheit oder Chancengleichheit hergestellt mit anderen. Daran habe ich auch keinen großen Zweifel. Nichtsdestotrotz haben Sie ja trotzdem der Öffentlichkeit was vorgemacht, den Fans, Millionen Fans in Deutschland. Sie waren Absolut. Ein großer Held, ein großer Star. Ja. Würden Sie jetzt sagen, irgendwie war ich doch ein Betrüger? Doch. Es gab sicherlich Fahrer, die dem Doping widerstanden haben. Bei denen muss ich mich entschuldigen. Ja. Und natürlich bei den Zuschauern, bei den Fans. Logisch, klar. Ja, also das ist, das habe ich auch schon gemacht. Also das habe ich auch schon öfters mal gemacht, auch damals schon, wo ich gesagt habe, da muss ich mich schon entschuldigen bei den Leuten, weil da war die Enttäuschung auch groß. Ja, selbst bei meiner Mutter, die nichts wusste, war die Enttäuschung groß und das war meine Mutter gewesen. Und das verstehe ich auch. Ja. Trotzdem kann ich nur den Part von mir übernehmen. Dass der Radsport damals ein Problem hatte, den Part kann ich ja nicht auch auf mich lasten. Ja? Und dass der Verband sehr, sehr schwach war und dass sie eben so lange gebraucht haben, bis irgendwie Kontrollsystem war, bis man EPO zum Beispiel kontrollieren konnte. Auf einmal ging dann alles dann schnell, ja? Aber dann hat man das viele Jahre so hinplappeln lassen und das hat den ganzen Radsport letztendlich verdorben. Es kommt nicht so häufig vor im Sport, dass Leute gestehen, dass sie dopen. Im Radsport schon ab und zu mal. Es gibt ja einige Fälle, wo es dann so gewesen ist. Denken wir auch an Jörg Jagsche beispielsweise, Ihren früheren Teamkollegen. Aber es war mir nicht so ganz bewusst, nicht mehr so ganz klar, ehrlicherweise, wie ist denn die Rechtslage bei Geständnissen. Und wir haben jetzt nochmal sachkundig gemacht und es ist halt so, der Tour de France-Sieg 1997, der kann Ihnen nicht mehr abgenommen werden. Denn mir stellte sich die Frage... Ich will auch gleich mal meine Antwort da sagen. Ja. Ich fühle mich auch, also ich weiß, was ich geleistet habe und ich weiß, wie es damals abgelaufen ist. Und ich fühle mich als Tour de France-Sieger. Auch wenn mir der Titel jetzt wenn ich den verlieren würde, wäre ich in meinem Herzen, wäre ich das.
Ja, das ist, ich habe diesen Titel unter den damaligen Verhältnissen, habe ich den gewonnen. Ja, und so sehe ich das eigentlich. Wenn jetzt ein Fan sagt oder das Publikum sagt, also der hat uns betrogen, ich möchte, dass der diesen Titel quasi zurückgibt, was sagen Sie dann? Gott sei Dank gab es ja auch diese vielen Geständnisse und Gott sei Dank gibt es ja auf der ganzen Welt wunderbare Recherchen auch zu der damaligen Zeit. Und Sie als Meister des Fachs praktisch, was Anti-Doping ist, Sie sind ja da sehr befangen, wissen ja auch, wie es abgelaufen ist. Und unter diesen Verhältnissen fühle ich mich als Tour de France-Sieger. Das würde ich dem sagen, aber jeder hat seine eigene, jeder kann ja selbst entscheiden. Also das ist, ich würde dann zurück sagen, wen würden Sie denn diesen Titel dann geben? Ich könnte Ihnen darauf auch keine Antwort geben. Also wer soll denn nach mir dann diesen Titel dann bekommen? Und da wir ja inzwischen wissen, dass nahezu jeder Tour de France-Sieger im Laufe seiner Karriere einen positiven Test hatte, kann man wohl davon ausgehen, dass dann die Auswahl, die Alternative sehr schwierig wäre. Ja. Mein Rucksack, der war zu schwer für mich. Das hat man ja gesehen, das hat mich fast zugrunde. Ich musste meinen Rucksack lernen. Ja? Und für mich war das jetzt wichtig. Und es fühlt sich jetzt auch ausgesprochen auch leichter an. Und jeder muss jetzt entscheiden, mit diesen Antworten oder mit diesen Geschehen jetzt, muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er darüber denkt. Bloß mir ist es gar nicht so entscheidend, dass die Leute mir verzeihen, sondern vielmehr wichtig ist mir, dass ich die Leute anregen kann, vielleicht mal, sich zurückzuentsinnen und vielleicht auch mal so sagen, Mensch, was hätte ich denn damals gemacht? Wenn das wirklich so war, was wäre denn meine persönliche Entscheidung gewesen? Hätte ich da mitgemacht oder hätte ich dann irgendwann meinen Traum nicht mehr leben können? Hätte ich einen anderen Beruf suchen müssen? Oder wenn ich das erreichen kann, dass ich die Leute mal zum Überlegen bringe, was sie damals gemacht hätten in meiner Situation, dann habe ich, glaube ich, schon viel gewonnen. Aber ich erwarte von den Leuten nicht, dass sie mir verzeihen. Das kann ich gar nicht erwarten. Haben Sie Verständnis für Sportler, die dopen? Nein, eigentlich nicht. Nicht mehr oder noch nie? Auch wenn Sie selbst gemacht haben. Nein, ich hab kein Verständnis weil da sind wir ja wieder beim typischen Doping. Das ist ja wieder das, was es so kritisch macht. Doping ist ja dann auch wieder nicht nur, was in der roten Liste steht oder so, sondern Doping ist ja, du verschaffst dir bewusst irgendwo einen Vorteil gegenüber deiner Konkurrenz. Und das ist Doping. Und da bin ich der Meinung, dass ich das nicht getan habe. Da bin ich immer noch der Meinung, immer noch fest überzeugt, dass ich nur mich auf das gleiche Level wieder, dass ich die gleichen Voraussetzungen hatte, die gleichen Chancen. Ja. Wir haben im letzten Jahr ja eine Doku-Reihe auch in der ARD gemacht, Being Jan Ullrich. Die haben Sie, glaube ich, gesehen. Mein Kollege in der ARD, mein Radsportkollege Uli Fritz, hat gesagt, dass Sie da das Gefühl bekommen haben in dieser Serie, dass der Fall Ullrich auch mal aus sehr verschiedenen Perspektiven dargestellt worden ist. Ich frage das einfach mal, war das damals auch ein Grund oder eine Motivation zu sagen, guck mal, es ändert sich auch die Atmosphäre heutzutage, Doping wird möglicherweise nicht mehr so ganz schwarz-weiß betrachtet, wie das früher der Fall war? Erstmal muss ich sagen, dass ich gesehen habe, dass auch die Medien in Deutschland das fair gemacht haben. Weil mein Stand damals war ja, da liefen ein paar unfaire Sachen, aber jetzt auf diese vielen Jahre hat man zu 25 Jahre Tour de France-Sieg, Jan Ullrich, da war eine Fairness mit drin, von der Seite auch von der ARD. Ja? Und das fand ich immer schon mal hervorragend. Früher haben wir weggeguckt, noch in den 90er Jahren, Nullerjahren. Ja, weißt du, das war kritisch, aber das war trotzdem fair. Das war, und mehr will ich will ja ich will weder eine Werbung für mich oder irgendwo das gutheißen oder sowas, ja. Aber da war eine Gefährdung. Trotzdem habe ich mich ja vorher schon entschieden gehabt, also ich habe da auch nicht mitgemacht, weil ich hatte ja vorher schon mich entschieden, also fast ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher, dass ich eine Doku machen möchte, dass ich das selbst aufarbeiten werde. Und dann kam erst die Idee von der ARD, wo auch der Uli Fritz, der das gedreht hat, mich dann gefragt hat, ob ich da mitwirken, dass ich auch dazu was sagen kann. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, ich bin soweit, ich hätte das gemacht, ja, zu dem Zeitpunkt schon, aber ich habe eine eigene Doku schon geplant, schon unterschrieben und alles. Ja, das war damals das. Aber trotzdem, es fiel mir nicht leicht, das zu gucken,
weil da kommt so viel, es kommt so viel Emotion auch hoch, ja. Das ist, aber es war trotzdem schön zu sehen und auch natürlich auch hat mich wieder bestärkt und auch motiviert, dass die Leute das irgendwie erstmal gern geguckt, also viel geguckt haben, weiß nicht, ob sie es gern geguckt haben, aber dass ich danach noch am Leben war. Das ist ein größeres Verständnis jetzt schon bei den Fans auch gab, dass sich auch viele schon gefragt haben, ja, vielleicht war das auch so eine Zeit damals, wie wir jetzt nach den vielen Jahren ja auch mitbekommen haben, mit den Geständnissen und so weiter. Ja. Und das war für mich auf alle Fälle motivierend. Ja. Sie haben heute gesagt, und auch jetzt eigentlich schon, konnte man sich ja zusammenreimen, dass Sie ein Jahrzehnt lang im Hochleistungssport, Radsport, Profiradsport gedopt haben. Sie haben auch schon anklingen lassen, dass es Menschen gibt, von denen Sie wissen, dass sie es genauso gemacht haben wie Sie, auch in Ihrem persönlichen Umfeld, sagen aber auch, Sie wollen andere nicht ans Messer liefern. Damals nicht und heute nicht. Sie könnten aber zur Aufklärung beitragen. Was für eine Aufklärung, das ist doch schon 25 Jahre vorbei. Also ist ja, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Die Aufklärung die liegt bei anderen Leuten. Das liegt beim Verband. Ja, und der Verband wüsste ganz leicht, der Verband hat doch die ganzen Jahre dieses Blut abgenommen und alles und als Kontrolle, die haben die ganzen Sachen. Sie haben aber kein anderes Werkzeug in der Hand gehabt, wie diese Grenze von diesen 50er, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das erklären muss, diese 50er Hämatokrit-Grenze, wo die Gesundheit dann auf alle Fälle nicht Blut geschädigt zu dick wird. Genau. So, das war ihre Lösung für viele Jahre. Sie haben halt keine Lösung gehabt, aber der Verband, die UCI, könnte das mit Sicherheit viel besser aufklären, weil die haben diese ganzen Parameter, die haben diese ganzen Blutabnahmen und so weiter. Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu sagen, dass ich war ein Rädchen da in diesem System und ich stehe, was ich gemacht habe, dafür stehe ich ein jetzt. Ja, das ist und alles andere, da muss jeder selber auch wissen, ja, was er damit macht. Also für Sie hat der Radsport-Weltverband, nicht nur der, sondern auch wahrscheinlich andere Funktionäre, die haben schlichtweg geguckt. Die waren auch damals viel schwächer, wie sie heute sind. Und auch finanziell waren die auch nicht gut aufgestellt, um vielleicht schon energisch mit Tempo einen Test zu entwickeln. Ja, das haben sie dann ja irgendwann mal geschafft, aber das hätte man früher machen können, auch. Ja, bevor sich das so weit ausbreitet, bin ich der Meinung. Nun ist es aber so, dass viele Leute, über die Sie nicht reden wollen, heute noch im Peloton oder am Rande des Pelotons dabei sind, sportliche Leiter und andere Funktionäre, die ihre Lebenslüge aufrechterhalten haben, die immer noch entweder schweigen oder sogar abstreiten. Wie ist das für Sie, das mitzuerleben, wenn die da mitmachen? Sie haben einen ganz anderen Lebensweg genommen, an dem Sie fast zerbrochen werden und die machen da einfach munter weiter. Auf die bin ich überhaupt gar nicht sauer. Also, nee, warum? Warum sollen die nicht in ihrem Sport, wo sie lieben, vielleicht haben sie Geheimnisse, aber das ist ja heute, das sind die Leute, die heute darauf wahrscheinlich, also so wird es mir gehen, nicht dafür sorgen, dass die jungen Fahrer dopen oder sowas, sondern genau im Gegenteil. Weil sie genau wissen, dass sie auch einen Fehler gemacht haben und dagegen steuern. Das sind die Leute, die Erfahrung haben, die haben... bin ich der Meinung. Und warum sollen die bestraft werden? Also warum soll jemand von damals das Recht verlieren, in diesem Sport weiterzuarbeiten? Glauben Sie denn, dass der Radsport heute wirklich sauberer ist? Ich bin jetzt natürlich viele Jahre nicht mehr so dicht dran, aber meine persönliche Meinung ist tatsächlich die, dass es viel, viel besser geworden ist und dass dieses verbreitete Doping weg ist. Das ist meine, also das. Und wie kommen Sie zu der Meinung? Aus ganz verschiedenen Gründen. Erstmal war natürlich, der Radsport musste damals, hatte Umbruch. Heute hat man einen stärkeren Verband, man arbeitet mit den Teams zusammen, man hat heute Strafrecht, Gefängnisstrafen auf Doping. Wenn ein Fahrer erwischt würde das ganze Team darunter leiden und so weiter. Also man hat heute viel mehr Sensibilität drin, und natürlich muss man aus den Fehlern von damals auch gelernt haben. Also das glaube ich schon. Ja, dass man heute viel energischer, heute weiß man auch viel mehr. Also was kommt, was wäre eventuell sowas wie damals EPO, wo man
mit dopen könnte, theoretisch, und nicht testbar ist. Sowas weiß man heute. Aber wenn Sie das sagen, dann heißt es ja, dass es offensichtlich immer noch Leute gibt, vielleicht auch gar nicht wenige, natürlich die weiter versuchen zu betrügen. Also es ist eher naja, aber die gibt es in jedem Bereich natürlich. Der Mensch will ja irgendwo immer, also es gibt immer Leute, die wollen sich irgendeinen Vorteil verschaffen. Meines Erachtens fängt das bei den Sportlern nicht, der Sportler ist das eins der wichtigsten, aber dann wieder unwichtig oder kleinsten Glieder, ja. Aber die Sportler selber, die sind mit sich und mit ihrem Sport, die haben mit ihrem Training zu kämpfen, ja. Das kommt immer, meistens kommt es doch irgendwo von woanders her. Der Sportler, also kann ich mir nicht vorstellen, auch meine Meinung, dass jetzt ein junger Sportler, der über dieses Thema weiß, nachdenkt, gibt es das auf der Welt, was ich verwenden könnte, um besser zu sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ist Ihre Meinung? Das würde mich mal interessieren, weil da gibt es doch immer die Hinterleute, ja, die vielleicht irgendwo davon profitieren oder was ich weiß, oder sich Geld versprechen oder solche Motivationen. Ein Sportler selber hat mit sich zu tun. Ja. Also Sie wollen damit sagen, es ist eher das Umfeld, das System an sich, das am Ende den Sportler mehr zum Opfer als zum Täter macht. Es darf gar nicht wieder so ein System entstehen im Radsport, wie es damals über viele Jahre war. Auffällig ist ja, dass die Leistungen von Radsportlern, die Wattzahlen, die gemessen werden, so unglaublich sind, dass man sich eigentlich die Frage stellen muss, geht das überhaupt heute ohne Doping oder warum sind die plötzlich besser oder genauso gut wie zu Hochdopingzeiten? Da gibt es, also das frage ich mich auch, habe ich mir natürlich auch oft gefragt, ja. Aber es gibt tatsächlich ein viel besseres Trainingssystem, also mit Intervalle, Pause und so weiter. Das habe ich selbst auch schon mal an mir selber in den letzten 2-3 Jahren habe ich selbst mal getestet mit verschiedenen Intervallen. Ja. Hätte ich das früher gemacht, hätte ich so Intervalltraining ein bisschen mehr eingebaut in mein Training, wäre ich viel besser noch gewesen. Dann hätte Lance Armstrong keine Chance gehabt. Wahrscheinlich nicht. Aber nein, heute ist ja wirklich so, heute wird ja alles in alles, es gibt einen Fachmann, einen Experten, es wird sehr viel investiert, die Räder sind leichter geworden, die Sportler haben heute diese sporttechnische Sache ist, glaube ich, schon besser geworden. Ja. Dann ist ein ganz großer Teil, sag ich mir, da kann ich mir erklären, ist Ernährung. Also wir haben damals schon geguckt, dass wir fettfrei essen, also wenn ich noch was verlieren musste oder so, aber sonst haben wir uns die Kohlenhydrate und so oder die Nudeln und ein Stück Fleisch und so weiter. Da kann man heute, oder ich hab ganz oft im Rennen, in langen Rennen, gar nichts gegessen, wenn ich noch was verlieren wollte. Das ist völlig falsch, ja. Das war nur eine Schinderei für mich und für meinen Körper. Heute weiß man heute gibt es ja Sachen im Ernährungsbereich, dass man auch weiß, wenn man permanent irgendwas zu sich führt an Energie, dass da der Körper dann auch gar nicht irgendwie erst ansetzt an Gewicht und so. Das ist eine Faszination, die wir damals auch nicht hatten. Das erkläre ich mir und ansonsten will ich auch daran glauben. Ich will daran glauben, dass Sie daraus gelernt haben, ja? Dass der Radsport sauber ist. Sie vollenden bald Ihr 50. Lebensjahr. Das wird wahrscheinlich dann gefeiert werden demnächst. Was kommt danach? Wie ist Ihre Lebensperspektive? Die nächsten 50. Ja. Nein, danach soll für mich ein glückliches Leben, also ich hab viele Jahre tatsächlich verloren, schöne Jahre, ja, Jahre wo die Kinder noch kleiner waren und so weiter, das trauere ich schon hinterher. Ja, das ist aus meinen persönlichen Fehlern, aus meiner persönlichen Schwäche entstanden. Das habe ich mir komplett alleine anzukreiden. Ja. Und die möchte ich versuchen, nicht nachzuholen kann man ja nicht, aber ich versuche jetzt keine weiteren Jahre zu verlieren. Ja, und ich glaube auch, dass ich gelernt habe, dass ich zum gesunden Leben kein Alkohol und keine Drogen brauche. Ja, das tut mir viel besser. Und ich versuche so ein bisschen, was ich immer hinterher geschaut habe, was damals nicht machbar war, aber was ich jetzt auch mit dem Alter von fast 50 Jahren eben meine Mitte zu finden, weil mit beiden Beinen fest auf der Erde zu stehen. Weil ich kenne da oben, ich war ganz oben, ich war ganz unten und jetzt für mich ist so die Mitte da drin, das ist so mein Ziel. Ja? Und da kann man wunderschöne Sachen auch erleben, mit kleinen Sachen kann man auch glücklich werden. Was ist mit Ihrem Nachwuchs und der Frage, ob der Hochleistungssport machen sollte? Fände ich gut. Ja? Ja. Warum? Weil der Beruf, der Sport als Beruf
finde ich, ein super schöner, interessanter Sport. Der da oben ankommt, der brennt für das, der hat sein Herz dabei, der kann nicht, also es ist meines Erachtens gibt es keinen Profi in der Klasse da ganz oben, kein Siegesfahrer, der finanziell irgendwie sich motivieren könnte. Also glaube ich nicht. Du musst da schon dein ganzes Leben auch danach opfern und so weiter. Und das ist sowas, wenn man so aus seiner Liebe dann so einen Beruf macht. Und ich bin überzeugt, dass das mit dem Doping besser geworden ist. Ja, ich würde das, wenn das meine Kinder wollen, würde ich das unterstützen. Meine Frage nach der Zukunft zielt auch danach ab, ob Sie sich vorstellen können, wieder im Radsport aktiv zu werden. Und wenn ja, in welcher Funktion wäre das? Das ist eine gute Frage. Erstmal muss ich ja sagen, ich wäre dafür bereit. Und dann muss ich die Gegenseite erstmal, der Radsport muss ich erstmal öffnen dafür. Ja? Und vielleicht gibt es ja irgendeine Gelegenheit, weil ich glaube, diese Emotionen und was ich erreicht habe in Deutschland, auch mit dieser Sportart, das ist ja auch noch irgendwo, das sind der Erfahrungswerte. Ja? Und Erfahrung ist doch das, heute hat man doch, für jedes Kleinigkeit hat man einen Experten, aber Erfahrungen sind doch Gold wert. Und ich glaube, dass ich da mich schon noch einbringen könnte, weil ich habe das mein Leben lang auch weiterverfolgt, den Radsport. Ich liebe diesen Sport nach wie vor noch. Ich würde mich nicht als Experte jetzt mehr nennen, sondern eher als Fan, aber ich habe natürlich schon noch eine große Interesse an den Sport. Deswegen weiß ich da auch alles, ja? Also was man so von außen mitkriegt. Und da könnte ich mich schon einbringen, glaube ich. Und wenn es nur meine Erfahrung weitergeben ist, was Jugend oder Kindern oder so angeht. Aber was für eine Funktion, ich habe da keine, ich habe da keinen Vorschlag. Also bei den ganz großen Profiradstellen könnte es vielleicht schwierig werden. Der Bohrer-Rennstall hat gerade gesagt, er ist nicht interessiert an Ihnen. Nein, warum auch? Die haben die ganzen Experten, Nein, man will sich natürlich auch, es ist ein schwieriges Thema, das weiß ich, also das weiß keiner besser wie ich. Und man will sich auch davon distanzieren, nach wie vor. Ja, das ist auch einfach so und damit kann ich leben. Also, ich dränge mich auch nicht in den Radsport, ja, aber ich will nur damit sagen, ich frage da auch nicht nach einer Stelle oder dass ich jetzt irgendwo wieder da integriert werden soll, gar nicht, sondern ich will nur sagen, ich bin wieder offen für alles. Wenn die Anti-Doping-Agentur, die nationale Anti-Doping-Agentur bei Ihnen anrufen würde und sagen würde, jetzt haben Sie ein Geständnis abgeliefert, Sie reden jetzt offen darüber, Sie können Ihre Erfahrungen einbringen, würden Sie sagen, ja, ich unterstütze diese Arbeit, ich würde für die NADA auch mal quasi auftreten oder deren Arbeit offensiv in der Öffentlichkeit unterstützen? Warum nicht? Die müssen nur anrufen quasi. Offen für alles. Ja, das müsst ihr mir anhören. Also ich finde, Doping sollte nicht im Sport sein. Ja, das ist es. Ich habe doch den Fehler mitgemacht. Ja, das sollte nicht passieren. Und ich finde das gut, wenn das mal. Da muss ich auch noch was zu sagen. Mein größter Wunsch, wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich wäre gerne Profi gewesen in einem dopingfreien Radsport. Weil dann, glaube ich, hätte mein Talent sich auch durchgesetzt und ich auch. Ja, und ich hätte gern die Tour de France auch dopingfrei für Deutschland gewonnen. Macht Doping die Menschen im Sport kaputt? Zumindest später dann, ja. mich hat's Doping im Sport, weiß ich nicht, ist kaputt. Was nochmal? Ein zu großes Wort für Sie? Ja, ja. 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 Also mich hat meine Vergangenheit fast kaputt gemacht, mich. Ja. Trotzdem bin ich körperlich irgendwo noch gesund geblieben. Wenn Sie sich aussuchen könnten, was würden Sie heute anders machen als damals, als Sie als junger Mensch in den Radsport gekommen sind? Mit dem Wissen von heute? Klar. Wenn einer zu mir kommen würde sagen, guck mal, ich habe da was, das kann man nicht kontrollieren, würde ich den sofort anzeigen. Vielen Dank, Herr Ulrich, für dieses Interview. Bitteschön.